Produkte für Produktvideos und Produktfotos zu belichten ist super schwierig. Dabei ist gerade die Lichtsetzung unglaublich ausschlaggebend für die Qualität der Produktaufnahmen. Daher zeige ich dir in 5 einfachen Schritten, wie du Produkte perfekt belichtest. Im ersten Schritt solltest du dir Gedanken über das optimale Setup bzw. die Szenerie machen. Soll das Produkt in einem weißen Raum oder in einem schwarzen Raum sein? Soll es Dekoration geben oder eine natürliche Umgebung sein? Je besser das Setup ist, desto einfacher wirst du es bei der Lichtsetzung haben. Und versuch die Bühne für das Produkt möglichst groß zu halten. Ich weiß, dass man auch gerade für kleine Produkte gerne einen kleinen Hinter- und Untergrund benutzen möchte. Aber glaube mir, das wird dich gerade bei den Kamerapositionen oder beim Arbeiten einfach nur einschränken. Besonders wenn du mehrere Stative benutzt, wirst du mir dafür dankbar sein. Ich empfehle dir zu Beginn ein möglichst einfaches Setup zu wählen. Entweder eine einfache weiße Hohlkehle aus Papier oder einen einfarbigen Hintergrund mit einem spiegelnden Untergrund. Dann ist es super wichtig, welche Kameraposition und Kamerabewegung gemacht werden soll. Damit das Licht optimal platziert ist, musst du natürlich wissen, aus welchem Winkel die Kamera auf das Produkt schaut. Obviously. Mir hilft es hier am Anfang erstmal super simpel, nur meine Handykamera zu nehmen und damit verschiedene Positionen und Fahrten auszuprobieren. Sobald ich eine Position gefunden habe, die ich extrem sexy finde, baue ich genau an dieser Stelle dann die Kamera auf und probiere hier auch gerne mal ein paar verrücktere Perspektiven aus. Eine Kamera, die gerade auf ein Produkt schaut, ist schön klassisch und funktioniert auch für Online-Shops. Aber angewinkelte Produkte und Kameraperspektiven geben deutlich mehr Persönlichkeit und auch einen moderneren Look. Okay, aber diese beiden Schritte sind ja nur Schnickschnack, der wichtig ist, aber nichts direkt mit der Belichtung zu tun haben. Daher lass uns mal schauen, wie wir das Licht nun aufbauen. Wie ein Maler solltest du mit einem möglichst cleanen weißen Papier anfangen. Oder in unserem Fall eher ein schwarzes Bild. Bei der Produktbelichtung geht es darum, jede einzelne Lichtquelle so genau wie möglich einzusetzen und zu kontrollieren. Das heißt aber auch, den Raum erstmal so dunkel wie möglich zu machen, damit wir nur Lichter haben, die wir auch nutzen wollen. Also schalte alle Lichter aus und blockiere deine Fenster mit Molton oder etwas Ähnlichem oder warte einfach, bis es draußen dunkel ist. Tatsächlich reicht das aber nicht immer aus, um das Bild so dunkel wie möglich zu bekommen. Aber keine Angst, zum Glück gibt es dann noch ein paar Einstellungen, die wir an der Kamera machen können. Zuallererst kannst du die Blende an deinem Objektiv enger stellen. Das reduziert nicht nur das Licht, was auf den Sensor der Kamera fällt, sondern vergrößert auch den Schärfebereich in der Tiefe. Oder in anderen Worten, du bekommst mehr von dem Produkt scharf. Bei Produktvideos und Produktfotografie sollte die Blende mindestens f8 sein. Damit bekommst du bereits die meisten Produkte komplett scharf. Neben der Blende kannst du auch noch die ISO so weit wie möglich reduzieren. Das macht nicht nur das Bild dunkler, sondern reduziert auch das Rauschen im Bild. Im klassischen Film benutzt man eigentlich sogar sehr gerne ein Rauschen, aber bei Produktaufnahmen versucht man eher ein sehr cleanes Bild hinzubekommen. Und wenn das alles nicht reichen sollte, gibt es immer noch ND-Filter, die das Licht reduzieren. Jetzt haben wir alles perfekt vorbereitet, um das erste Licht zu setzen. Hier beginnt man schnell alles komplizierter zu machen, als es eigentlich sein müsste. Besonders wenn man das Lichtsetup von anderen Produktaufnahmen sieht, bekommt man sehr schnell das Gefühl, dass man mindestens 100 Lichter für professionelle Lichtsetzung braucht. Daher beginnen wir doch erstmal mit einem Licht. Dem Hauptlicht. Wenn du das erste Licht aufbauen möchtest, dann solltest du damit folgendem Mindset rangehen. Wenn du in dem kompletten Setup nur ein Licht einsetzen könntest, ein einziges, wie würdest du es einsetzen? Möchtest du eine möglichst natürliche Grundbeleuchtung von vorne erzeugen? Oder möchtest du eine besondere Kontur an dem Produkt hervorheben? Was sollte die grundlegende Lichtgestaltung in deinem Aufbau sein? Und dann geht es darum, dieses eine Licht so perfekt wie möglich einzustellen. Hier sind mal ein paar Tipps, worauf ich bei dem ersten Licht in einem Setup achte. Nimm zuerst ein kleines Flächenlicht und bewege es um das Produkt herum. So kannst du super schnell herausfinden, wo du ungefähr das Licht aufbauen musst. Normalerweise ist das erste Hauptlicht eine möglichst große und gleichmäßige Flächenleuchte. Baue also einen Diffusor so nah wie möglich an dem Produkt auf, ohne dass er selber im Bild ist. So schaffst du es, ein gleichmäßiges Umgebungslicht aufzubauen. Dann versuche dem Licht eine Richtung zu geben. Leuchte also nicht gerade mit deinem Strahler auf den Diffusor. Wenn du die Lampe eng von der einen Seite des Diffusors auf die andere leuchten lässt, dann bekommst du auf dem Produkt so einen wunderschönen Verlauf hin. Das lässt deine Produktvideos oder Produktfotos gleich 100-mal professioneller aussehen. Nimm dir gerne bei diesem einen Licht besonders viel Zeit und probier einfach mal ein bisschen aus. Wie hoch soll das Licht sein? Mit welchem Winkel soll es den Diffusor anleuchten? Wie stark soll es sein? Und so weiter. Idealerweise schaffst du es mit diesem einen Licht bereits, das Bild so zu belichten, dass es fast gar nicht mehr notwendig ist, noch andere Lichter zu benutzen. Okay, bist du happy mit deinem Hauptlicht? Dann fass es nie wieder an. Das ist der Grundstein, auf dem du den Rest aufbaust. Jedes andere Licht hat sich diesem einen Licht anzupassen. Und jetzt, im letzten Schritt, geht es darum, Fehler zu korrigieren. Und genau mit diesem Gedanken musst du da auch rangehen. Was fällt dir auf, was noch nicht ganz stimmig ist oder was dir nicht gefällt oder was irgendwie ablenkt oder, keine Ahnung, was einfach nicht clean aussieht. Und so korrigierst du dann eine Sache nach der anderen. Versuche mit der größten Auffälligkeit anzufangen und die anderen erst dann weiterzumachen, wenn diese wirklich behoben wurde. Und eigentlich gibt es auch nur 3 große Fehlerquellen. Entweder
ist irgendwas zu dunkel und soll noch besser herausgestellt werden. Oder zwei Ebenen vermischen sich zu sehr und sollen besser voneinander getrennt werden. Oder du bekommst ungewünschte Reflexionen auf dein Produkt, die du irgendwie entfernt haben möchtest. Wenn du ein besonderes Merkmal hervorheben möchtest, dann heißt das in anderen Worten einfach nur, dass du eine weitere Lichtquelle brauchst, die diesen Bereich etwas heller macht. Das kann entweder ein eigenes Licht sein oder einfach nur eine weiße Fläche, die das Hauptlicht reflektiert. Und versuche nicht gegen dein Hauptlicht zu arbeiten, sondern immer damit. Jedes weitere Licht sollte dunkler als dein Hauptlicht sein und einfach nur Akzente setzen. Wenn du zwei Ebenen mehr voneinander trennen möchtest, dann heißt das einfach nur, dass du den Kontrast zwischen diesen beiden Ebenen erhöhen musst. Also entweder setzt du dann eine ganz klare Lichtkante oder du änderst die Lichtintensität beider Ebenen, damit diese unterschiedlich hell werden. Du kannst ja also mit weiterem Licht arbeiten oder ganz bewusst an einigen Stellen das Licht wegnehmen. Und wenn du ungewünschte Reflexionen entfernen möchtest, dann heißt das eigentlich immer, dass du irgendwo Licht verdecken musst. Am besten benutzt du ein schwarzes Blatt Papier und bewegst es um das Produkt herum. So kannst du schnell herausfinden, wo die unerwünschte Lichtquelle ist und diese dann einfach mit schwarzem Molton oder Papier verdecken. Jetzt musst du nur noch die Aufnahme machen. Zuerst einmal das Produkt und den Untergrund sauber machen. Dann check auf jeden Fall nochmal deinen Fokus. Mir persönlich hilft es dann immer noch dabei, die Blende einmal wieder komplett aufzureißen, um eine möglichst geringe Tiefenschärfe hinzubekommen. So kann ich dann den Fokuspunkt ganz genau bestimmen. Wenn ich dann die Blende wieder schließe, kann ich mir hundertprozentig sicher sein, dass der Fokus perfekt gesetzt wurde. Und dann musst du nur noch auf Record drücken. Probieren wir das Ganze doch auch nochmal bei einem dunklen Setup aus. Zuerst bauen wir ein großes Setup auf, damit wir möglichst flexibel arbeiten können. Dann positionieren wir die Kamera und planen die Kamerafahrt. Der Raum wird komplett abgedunkelt und die Kameraeinstellungen werden angepasst. Wir starten also mit einem komplett dunklen Bild. Dann wird das erste Hauptlicht gesetzt. Dieses definiert die Richtung des Bildes und wird so perfekt wie möglich eingestellt. Dann werden noch kleinere Fehler korrigiert und so einfach hast du das Produkt perfekt belichtet. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt Okay, es ist etwas schief gelaufen. Wenn du das jetzt siehst, dann musst Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann solltest du dir unbedingt dieses Video hier anschauen. Da zeige ich dir, wie ich ein komplettes Produktvideo vom Anfang bis zum Schluss erstelle. Ich hoffe, wir sehen uns da dann wieder und damit tschüss, bye bye und ciao.